Hallo zu diesem kurzen Video. Es handelt sich um ein Update zum Teil 1 der Videoserie über die Erdbebenbemessung mit Sophistic in Revit. Ab Version 2024 hat Sophistic hier eine kleine Änderung vorgenommen, über die schon der ein oder andere gestolpert ist, und darum mache ich dieses kurze Video. Das hier ist das System vom Video Teil 1. Hier ging es um die Stockwerksdefinition und schon im ersten Schritt kommt die Stolperfalle. Wenn wir eine Ebene auswählen, hatte ich erklärt, dass wir den Parameter Sophistic Level benötigen. Den gibt es hier aber nicht mehr. Der Parameter heißt jetzt Sophistic Name. Ja, das heißt, dementsprechend müssen wir in den Projekteinstellungen, in den Projektparametern hier auch das Häkchen bei Name des Elements in Klammern Sophistic Name setzen. Außerdem gibt es in den Sophistic Struktureigenschaften eine neue Option hier, die heißt Exportiere als Geschossebene. Sie können aus 3 Optionen auswählen: Auto, immer und nie. Immer und nie dürfte selbsterklärend sein. Was bedeutet Auto? Bei der Einstellung auf Auto werden nur solche Ebenen zur Sophistic-Berechnung exportiert, die relevante Elemente beinhalten. Ja, und was sind relevante Elemente? Das sind analytische Elemente oder Membranen, die eine entsprechende Rolle haben, also Platte oder Balken. Gut, das war's schon. Ich hoffe, der Hinweis hilft Ihnen weiter und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.